Murdochs Musikminute. Ja, es wird sommerlich, darum heute mal mit bunter Brille unterwegs. Auch heute schauen wir uns wieder ein Album an aus dem Jahr 1986 dieses Mal. Und es wird politisch, wenn man denn möchte. Wären Bob Dylan und Woody Guthrie britische Punks gewesen, dann wäre wahrscheinlich ungefähr sowas wie Billy Bragg dabei rausgekommen. Das ist der gute Herr, den wir uns heute zu Gemüte führen wollen. Und sein 1986er Album Talking with the Taxman About Poetry. Da ist das gute Stück. Und Fans des Albums werden sich jetzt fragen, was hält der Gute denn da hoch? Das ist doch nicht die Platte, die ich kenne. Doch ist sie schon, wenn man sie damals auf dem DDR Amiga-Label erstanden hat. Billy Bragg war offensichtlich im Arbeiter- und Bauernstaat zugelassen. Und Talking with the Taxman About Poetry ist tatsächlich mit diesem Cover rausgekommen. Wer erinnert sich nicht des sympathischen jungen Engländers mit der expressiven Stimme im echten Londoner Cockney-Englisch und der E-Gitarre, der 1986 zu 2 Gastspielen in der DDR weilte? Ich persönlich tue das nicht, da war ich nämlich noch viel zu jung und habe auch nicht in der dortigen Region, sprich hinter der Mauer, gelebt. Und das soll hier heute auch kein Referat über die interessante Geschichte des ostdeutschen Amiga-Labels werden. Wäre aber vielleicht mal nett für ein eigenes Video. Egal in welcher Version man das Album nun zu Hause stehen hat oder vielleicht überlegt, es sich zu erwerben, es lohnt auf jeden Fall. Hören wir also rein. Ach, so sieht das Ding also aus. Das ist jetzt das Cover, unter dem die meisten es wohl kennen. Aber wer ist eigentlich dieser Billy Bragg? Geboren in England, kommt Bragg ursprünglich aus der Punk- und Straßenmusikerszene, trat dann viel Solo auf mit akustischer oder elektrischer Gitarre und das prägte auch den minimalistischen Stil seiner ersten Alben. Praktisch nur mit Gesang und Gitarre schrieb er griffige, vom Punk inspirierte Folk- und Protestsongs, die seine politische Orientierung auch immer ganz klar ausdrückten. Das ist auch auf dem Album Talking with the Taxman About Poetry nicht anders und ganz eindeutig schlägt Braggs Herz auf der linken Seite. Nach den 2 ersten kultisch verehrten Alben Life's a Riot with Spy vs. Spy und Brewing Up with Billy Bragg, ja, nicht unbedingt ein Fan von griffigen Albentiteln, erschien 1986 das 3. Album Talking with the Taxman About Poetry. Es hebt sich von den ersten 2 dadurch ab, dass zum ersten Mal verstärkt Gastmusiker, also mehr Instrumente und auch ein bisschen mehr musikalische Arrangements in die Produktion mit einflossen, was den Stücken durchaus gut tut. Kurz mal an der Volkshochschule nachrecherchiert, kann ich euch mitteilen, dass der Titel des Albums durchaus keine Kreation von Billy Bragg selber ist, sondern offenbar auf den Titel eines Gedichtes des russischen Poeten Wladimir Majakowski zurückgeht. Dieser gute Herr lebte im frühen 20. Jahrhundert, setzte seinem Leben dann leider durch Suizid relativ früh ein Ende und schrieb sowohl kommunistisch inspirierte Theaterstücke und Gedichte, allerdings auch immer wieder sehr kritische Texte zum Sowjetsystem. Genug der Kopflastigkeit, legen wir die Platte jetzt sozusagen mal auf. Was gibt's denn musikalisch zu dem Album zu sagen? Ohne jemanden enttäuschen oder die Spannung vorwegnehmen zu wollen, das Album beginnt gleich mal mit dem absolut besten Stück Greetings to the New Brunette. Und schockschwere Not, es handelte sich hier nicht um einen kämpferischen Protestsong oder den Aufruf, Margaret Thatcher endlich aus dem Amt zu jagen. Nein, Greetings to the New Brunette ist tatsächlich
ein sehr eingängiger und gleichzeitig nachdenklicher Song über eine junge Beziehung im England der 80er Jahre. Der Text des Songs schafft es mit einfachen und leicht erinnerbaren Phrasen eine echte Tiefe zu erzeugen. Zu allem Überfluss kam Billy Bragg dann auch noch mit einer echt eingängigen Popmelodie daher und das Meisterstück ist komplett. Shirley, what did you say about running before we were walking? An der Gastgitarre bei diesem Track ist zu hören der oft umfeierte Johnny Marr, seines Zeichens und damals noch Gitarrist der ikonischen Indie-Vorläufer The Smiths. Eine gewisse Liebäugelei für amerikanische Genres lässt Bragg dann auf dem zweiten Stück und auch an einigen anderen Stellen des Albums aufblitzen. Train Train ist eine frenetische, etwas atemlose Nummer, die Rockabilly und Country zitiert. Der Song wird vorangetrieben nicht nur durch die Gitarre von Bragg, sondern auch eine hektische Fiddle und offenbar handelt es sich um eine Coverversion bei diesem Song. Als nächstes kommt The Marriage mit scheinbar fröhlichen Bläsern daher und einem unterschwellig relaxten Groove. Textlich hat es die Nummer aber in sich, denn hier wehrt sich der junge Sänger bzw. das poetische Ich des Songs gegen die Institution der Ehe mit Zeilen wie Liebe ist nur ein Moment des Gebens und die Ehe ist der Zeitpunkt, an dem wir eingestehen, dass unsere Eltern recht hatten. Ja, wie man jetzt persönlich auch immer dazu stehen mag, ebenfalls ein wundervolles Stück Musik, das es schafft, mit wenigen Instrumenten und einfachen Mitteln eingängig zu sein, textlich aber definitiv kein normaler Popsong ist. Wir befinden uns 3 Stücke im Album und an dieser Stelle hätte Billy Bragg für mich tatsächlich dann auch das Telefonbuch von London oder die Internationale auf Koreanisch singen können. Man weiß einfach schon nach diesen 3 Stücken, dass man es hier mit einem ausgezeichneten Album zu tun hat. Stück Nummer 4, Ideology, ist dann klassischster Billy Bragg. Tatsächlich nur Gesang und seine elektrisch verstärkte Gitarre. Mehr braucht's aber manchmal nicht, denn basierend auf einer starken Melodie führt uns Bragg hier durch Lyrics, die auch im Jahr 2022 nicht von der Hand zu weisen sind. Es wird bemängelt, dass in unseren Demokratien die Stimme des Volkes ignoriert wird, Politiker eigentlich nur noch mit ihrer eigenen Karriere beschäftigt sind und die Steuergelder für privaten Luxus verschleudert werden. Wenig zu lachen gibt's auch beim Stück Levi Stubbs Tears, das offenbar die erste Single-Auskopplung der Platte war. Für mich persönlich eine etwas gewagte Entscheidung. Kein schlechter Song, es geht um traurige familiäre Hintergründe, Vernachlässigung und auch Beziehungsgewalt. Insgesamt nicht unbedingt eine radiofreundliche Single. Umso überraschter ist man vielleicht dann, wenn das letzte Stück auf der ersten Seite der Platte, Honey, I'm a Big Boy Now, den Hörer mit einem ausgelassenen Honky-Tonk-Klavier begrüßt. Etwas trotzig und als ob er whiskyselig in einem Londoner Saloon säße, singt Billy Bragg hier in der Rolle eines von seiner Frau verlassenen Mannes, der ihr versichert, auch ganz gut ohne sie auszukommen. Ich kann mich ernähren, anziehen und selbst waschen und schlafe, ohne das Licht dabei anzuhaben. Honey, ich bin ein großer Junge jetzt. Ich habe keine Ahnung, was sie mit dem Geld macht, das ich ihr schicke, und sie rennt mit einem jungen Aufschneider in der Stadt herum. Tja, offenbar dumm gelaufen. Anhören tut man sich's trotzdem gern. Die zweite Seite legt los mit einer amerikanischen Arbeiterhymne, There is Power in a Union. Der Titel sagt eigentlich schon alles aus. Arbeiter dieser Welt, organisiert euch und dreht vor allem die Verstärker bis auf 10. Together we will stand.
Dem hinterher schickt Bragg dann gleich eine Eigenkomposition, das schwungvolle wie zynische Help Save the Youth of America. Es war die Zeit von Kaltem Krieg und auch dem Tschernobyl-Reaktorunfall, was sich in diesem Song widerspiegelt. Diesen großen Themen wird dann mit dem nächsten Stück Wishing the Days Away wieder der Mikrokosmos der zwischenmenschlichen Beziehungen entgegengesetzt. Dieser Song, obwohl nicht unbedingt eines meiner Lieblingsstücke auf dem Album, ist eine sehr nette Country-Folk-Ballade, die ebenfalls durch einige sehr ironische Zeilen in den Lyrics glänzt. The Passion ist ein Track, der eigentlich auch minimalst besetzt ist. Billy Bragg singt und spielt eine wunderschöne, subtile Gitarre. Die Melodie verfolgt einen irgendwie. Für mich einer der Höhepunkte dieses Albums, obgleich es sich um eine ziemlich traurige Nummer handelt. Thematisch geht es um das Auseinanderbrechen einer Beziehung aufgrund eines offensichtlich, zumindest auf Seite des Vaters, ungewünschten Schwangerschaft. Es ist auch nicht ganz klar, ob es nicht vielleicht sogar um eine Art Teenager-Beziehung geht. Ohne zu sehr auf die Depri-Schiene zu verfallen, ist das meiner Meinung nach eine der Stärken von Billy Bragg. Sometimes it takes a grown man a long time to learn just what it would take a child a night to learn. Stimmungsmäßig reißt uns dann das nächste Stück The Warmest Room ein bisschen raus. Kurz kann man fast denken, dass jetzt plötzlich eine ganze Band aufspielt. Ist nicht ganz der Fall, aber wir haben eine sehr nette, auch meiner Meinung nach auch hier amerikanisch angehauchte Hammond-Orgel, eine beschwingte Melodie und Tambourin, während Billy Bragg über die Leiden eines jungen Mannes singt, der von der Dame seines Herzens körperlich ordentlich hingehalten wird. Was man mit Zeilen wie „Die Ehefrau hat 3 große Attribute, Intelligenz, ein Schweizer Armeemesser und Charme" anfangen soll, bleibt dann den Hörern jeweils selbst überlassen. Ja, etwas feierlich fast wird es dann mit dem letzten Stück des Albums, The Homefront. Ein kritischer Blick auf die britische Identität und die betäubende Kraft von Nostalgie, soweit es mich betrifft. Dieses ist der musikalisch vielleicht schönste Song auf dem Album. Eine getragene Gitarrenmelodie wird von einer Trompete umspielt, um am Ende des Stückes ganz kurz in das berühmte patriotische englische Kirchenlied Jerusalem überzugehen. Von Slogans des linken Flügels also in die Kirche. Ein weiter Weg, den wir auf diesem Album gegangen sind. Alles überstrahlt letztendlich für mich dennoch der Opener Greetings to the New Brunette. Wer diesen Song noch nie gehört hat, sollte ihn auf jeden Fall einmal anspielen. Meines Wissens nach hat Bragg Greetings to the New Brunette später auch nochmal neu aufgenommen mit einer vollen Bandbesetzung. Diese Originalaufnahme von 1986 ist für mich aber die ultimative Version des Stückes. Wer Billy Bragg noch nicht kannte, ist jetzt vielleicht auf den Geschmack gekommen. Man muss definitiv nicht britisches Minenarbeiterkind oder Mitglied einer Gewerkschaft sein, um die Vorzüge dieses Albums zu genießen. Eine wirklich tolle Platte, nicht die einzig gute von Billy Bragg. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und ihr solltet mal reinhören.